An einem kalten Wintermorgen entdeckte ein Mann beim Schneeräumen ein Frettchen, dessen ganzer Körper gefroren war. Er versuchte, sich zu bewegen, konnte jedoch nicht entkommen und wurde in der kalten Winternacht allmählich ohnmächtig. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass sein Unterkörper am Eis festklebte und er sich daher weder bewegen noch entkommen konnte. Er versuchte, es mit einer Schaufel abzulösen, aber das Eis war so hart, dass es schon durch geringe Krafteinwirkung beschädigt werden konnte. Er klopfte herum in der Hoffnung, das Eis zu brechen, aber das gelang ihm nicht. Das Wiesel blieb zitternd und taub stecken. Nach mehreren erfolglosen Versuchen rannte er nach Hause, um einen Eimer warmes Wasser zu holen, und kehrte dann an den alten Ort zurück. Langsam goss er Wasser auf das Eis, auf dem sich das Frettchen befand. Nach und nach breitete sich die Wärme aus und das Eis begann zu schmelzen. An diesem Punkt benutzte er eine Schaufel, um den Hund herauszuschieben und ihn schnell in eine warme Kiste zu packen, um ihn mit nach Hause zu nehmen. Er setzte ihn neben den Kamin und trocknete mit einem Handtuch das restliche kalte Wasser aus seinem dichten Fell. Als er sah, dass es immer noch nicht genug war, schaltete er den Trockner ein und trocknete langsam ihren ganzen kleinen Körper. Unter dem warmen Wind entspannte sich das Wiesel allmählich und war nicht länger zusammengerollt, wie es auf dem Eis gelegen hatte. Als sein Fell völlig trocken war, vergrub er sich tief in dem dicken Handtuch, rollte sich zu einer kleinen Kugel zusammen und schlief vor Erschöpfung ein. Am nächsten Morgen wusste er, dass er wenig Energie hatte, also holte er fertiges Wildfutter heraus. Zuerst schnüffelte das Wiesel nur, doch dann merkte es, wie hungrig es war, und begann zu fressen. Ich weiß nicht, woher er kommt oder was er in der Vergangenheit durchgemacht hat, aber von nun an werde ich für ihn verantwortlich sein. In den folgenden Tagen konnte das Wiesel im Haus umherlaufen und sich an ihn klammern, als sei es seinem Wohltäter dankbar. In dem ohnehin schon ruhigen Haus waren nun Geräusche von Rumpeln und leisen, hin- und herlaufenden Schritten zu hören. Von diesem Tag an bereitete er immer gemeinsam mit ihm das Essen zu, sodass er es ihm sofort geben konnte, wenn er Hunger hatte, und er nicht die ganze Küche durchwühlen musste. Den Abwasch, den er nicht aufgegessen hatte, erledigte nun das Wiesel ordentlich. Manchmal schnappte er es sich schon, bevor ich es ihm geben konnte, rannte in die Ecke des Hauses und knabberte zufrieden daran. Durch die reichhaltige Ernährung wuchs es deutlich schneller und wurde sogar etwas zu dick. Bei jeder Bewegung schwankte sein kleiner Bauch bei jedem Schritt. Manchmal legte es sich sogar auf den Boden und seufzte, als wäre das Leben zu gemächlich. Das Wiesel hat eine neue Identität als Begleiter, ein liebenswerter Vielfraß und eine schöne Überraschung. Die Wintertage vergingen warm, die beiden saßen zusammen und genossen die seltenen Sonnenstrahlen, nicht mehr so einsam wie zuvor. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.